Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Heute zeige ich euch mal eine Reihe von Sammlerstücken, die zu den seltensten meiner Sammlung gehören, obwohl die eigentlich total unscheinbar sind. Also man wird auf den ersten Blick überhaupt gar nicht sehen, dass da was Besonderes dran ist. Und auf den zweiten Blick vielleicht schon, aber dann wird man nicht davon ausgehen, dass das so seltene Sachen sind. Und weil die Sachen so unscheinbar sind, habe ich erst gedacht, na, soll ich da wirklich ein Video zu machen? Interessiert das die Leute wirklich? Aber doch, ich glaube, ihr seid daran interessiert, weil ich mir sicher bin, dass auch die meisten von euch diese Dinge noch nicht gesehen haben. Also bleibt dran. Ja, es handelt sich heute um sogenannte Clubauflagen. Und bevor ich euch diese Sachen zeige, erkläre ich erst einmal, was damit gemeint ist. Vor allem vor den Zeiten des Internets gab es so Clubs, wie der Name eigentlich schon sagt. Und dort konnte man sich anmelden und hat dann Sachen nach Hause geschickt bekommen. Und das gab es mit Büchern, das gab es aber auch mit CDs. Also man hat dann entweder Neuerscheinungen zugeschickt bekommen oder halt Sachen, die schon veröffentlicht waren, aber dann eben in einer speziellen Pressung. Und diese besonderen Auflagen unterscheiden sich teilweise oder eigentlich meistens von denen, die man sonst im normalen Handel bekommen hat. Das war eine exklusive Pressung für diese Clubs. Und da gibt es eben auch eine Reihe von Versionen von Michael Jackson. Und die habe ich nach und nach gesammelt und kann euch da heute ein mehr oder weniger vollständiges Set zeigen. Und ich fange jetzt einfach mal mit der an, die ich als erstes bekommen habe. Und das war diese Dangerous CD. Das war ein absoluter Zufall, dass ich die gesehen habe und kennengelernt habe. Ich war nämlich auf eBay unterwegs und habe da einfach durchgescrollt wie immer. Und dann bin ich irgendwie bei dieser Dangerous CD hängen geblieben. Ich weiß auch überhaupt nicht warum, weil die von vorne völlig normal aussieht. Dieser Sticker ist auch völlig normal und hat man auf ganz vielen Dangerous-Pressungen. Aber ich habe da trotzdem drauf geklickt. Vielleicht einfach irgendwie Gefühl, Intuition, keine Ahnung. Und dann habe ich mir die angeguckt auf eBay, die Bilder angeguckt. Vorderseite nicht außergewöhnlich. Und auf der Rückseite, da ist mir was aufgefallen. Nämlich dieser Barcode. Der sieht also völlig anders aus, als man diese Barcodes sonst kennt. Und es steht auch keine EAN-Nummer drauf, sondern es steht hier eine Katalognummer drauf, nämlich 781815. Und der Barcode, der ist auch viel kürzer. Also es ist nicht so ein langer Strichcode, sondern halt eben ein kürzerer. Hier habe ich zum Beispiel noch eine andere Dangerous CD, die auch den gleichen Sticker hat. Da sieht der Barcode aber völlig unterschiedlich aus. Und weil ich diesen Barcode noch nie gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, ich bestelle das. Einfach so, das hat 3 Euro oder so gekostet und habe mir das dann zu Hause angeguckt und dann festgestellt, dass hier auch eine andere Katalognummer ist, eine, die mit CL anfängt. Und auf dem Rücken von der CD-Hülle, da ist auch noch diese Katalognummer mit CL. Dann habe ich gedacht, okay, das habe ich einfach noch nie gesehen und habe auf Discogs gesucht und da auch nichts gefunden. Und habe dann gedacht, na gut, irgendwie wahrscheinlich was Außergewöhnliches, aber ich konnte mir auch irgendwie keinen Reim drauf machen, was das sein soll. Und dann habe ich eben angefangen, größere Sammler anzuschreiben und die zu fragen, was es damit auf sich hat. Und ja, viele wussten es nicht. Und einer hat mir dann immer weitergeholfen und gesagt, hey, du hast da was ganz besonders Seltenes, was mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar war, nämlich eine Clubauflage. Und die haben tatsächlich teilweise eigene Barcodes, wo eben nicht diese EAN-Nummer, sondern diese spezielle Katalognummer von dieser Clubauflage draufsteht und dann eben auch eine Katalognummer, die mit CL beginnt. Die Tracklist hier ist gleich, die Vorderseite ist gleich, nur das Backcover ist anders. Und die CD ist auch wieder gleich wie die anderen Pressungen. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich da was ganz Besonderes bekommen habe und habe dann aber in dem Zuge von diesem anderen Sammler erfahren, dass es aus dieser Serie auch noch andere CDs von Michael gibt. Nämlich zumindest Bad wird es noch geben. Und dann habe ich danach Ausschau gehalten. Und wie es der Zufall wollte, habe ich auch diese Pressung irgendwann bekommen. Und die zeige ich euch hier gerade. Hier ist noch so ein großer Sticker drauf. Keine Ahnung, also ich glaube, der ist nicht bei allen Versionen davon dabei. Und hier sieht die Vorderseite sonst auch wieder ganz normal aus. Und hier auf der Rückseite sieht man dann aber wieder die Besonderheit. Hier ist erstmal noch so ein Hype-Sticker, sage ich mal, draufgeklebt, wo steht Clubpreis 29,90 D-Mark und hier steht auch noch so eine Katalognummer drauf. Aber auch hier drunter auf dem echten Backcover ist
nochmal gedruckt dieser seltsame Barcode, den wir auch schon bei der Dangerous CD hatten. Und hier oben sieht man auch die Katalognummer mit dem CL. Und auch auf dem Rücken hier sieht man nochmal die Katalognummer mit CL. Auf der anderen Seite natürlich auch. Auch hier ist an der Tracklist wieder nichts anderes als bei anderen Pressungen von Bad. Und die CD sieht auch aus wie bei jeder beliebigen anderen Pressung von Bad, die eben aus der Dangerous-Ära stammt. Wird also irgendwann Anfang der 90er Jahre gepresst. Und das ist echt ein riesengroßes Glück gewesen, dass ich diese Bad-Pressung auch bekommen habe. Und da war der Zufall eigentlich genauso groß. Also ich muss zugeben, ich habe, nachdem diese Geschichte mit Dangerous war, schon auch nach anderen von diesen Clubauflagen Ausschau gehalten. Aber bei dieser Bad-Pressung kam trotzdem nochmal so ein Zufall. Also irgendwie, es gab so ein Konvolut von CDs, wo man aber nur die Vorderseite gesehen hat. Und irgendwie hatte ich so im Gefühl und habe dann den eBay-Verkäufer angeschrieben, ob der mir auch noch Fotos von den Rückseiten schicken würde. Und tatsächlich kam dann das Foto, wo man dann gesehen hat, dass es dieser besondere Barcode ist. Ich habe natürlich dann sofort zugeschlagen. Ich glaube, ich habe dann einen Preisvorschlag geschickt für dieses Vierer-Konvolut von CDs, irgendwie 20 € oder so, was der Verkäufer sofort angenommen hat. Und dann habe ich auch diese CD ziemlich günstig bekommen, eben noch mit CDs, mit anderen CDs, die keine Clubauflagen waren. Und es war auch wieder ein Zufall, dass ich dann auch noch diese Pressung von dem Off the Wall Album bekommen habe. Hier ist es ein bisschen weniger offensichtlich. Ich finde, die CD sieht so ein bisschen aus wie diese Nachpressung von Off the Wall, die irgendwie 2015 oder so veröffentlicht wurden. Hier ist mir dann aber auch wieder aufgefallen, dass dieser Barcode so anders ist als die Barcodes von anderen Off the Wall Pressungen. Und auch danach ist mir jetzt aufgefallen, dass auch hier wieder so eine CL-Nummer als Katalognummer hier aufgeführt ist. Und das war natürlich auch nochmal wieder was ganz Besonderes, die hier zu kriegen. Ich hatte wirklich wahnsinniges Glück hier bei dieser Serie. Und auch hier habe ich mir dann nochmal von anderen Sammlern bestätigen lassen, dass das so eine Clubauflage ist. Und habe dann auch noch erfahren, dass das eben eine deutsche Pressung ist, wie auch generell alle von diesen 3 CDs in Deutschland erschienen sind. Auf einem stand ja auch drauf, Preis in D-Mark und so weiter. Soweit ich das weiß, ist mit diesen 3 CDs dieses Set aus Clubauflagen schon komplett. Ich zeige euch nochmal alle gemeinsam von der Rückseite, dass ihr nochmal diese besonderen Barcodes und Katalognummern sehen könnt. Es gibt allerdings noch weitere Pressungen, ebenfalls aus Deutschland, die aber diesen Barcode nicht draufgedruckt haben, sondern wo das reguläre Versionen sind, wo dieser Barcode als Sticker drüber geklebt ist. Und da kann ich euch auch noch ein paar zeigen. Einmal hätten wir nochmal Dangerous und hier sieht man auf der Rückseite, dass da so ein besonderer Aufkleber über dem Barcode drüber ist. Als nächstes auch noch History. Das ist die zweite deutsche Pressung, also mit dem deutschen Sticker, aber nicht mal der Message von Michael an die Fans drauf. Und hier auf der Rückseite ist eben auch ein Sticker über den Barcode geklebt, woran man eben auch sehen kann, dass es eine Clubauflage ist. Und die letzte aus Deutschland ist diese CD von Invincible. Die ist auch eigentlich relativ normal, bis auf eben den Fakt, dass die über dem Barcode so einen Sticker hat. Ich glaube, die Versionen mit den Stickern sind deutlich einfacher zu finden und ich glaube, da fehlen mir auch noch ein paar. Also ich glaube, von Thriller gibt es auch noch so eine CD und von Bad glaube ich auch, ich bin mir nicht ganz sicher. Da halte ich noch mal ein bisschen Ausschau nach. Die mit den gedruckten Barcodes habe ich aber, wie gesagt, glaube ich, vollständig. Ich habe noch einen kleinen Ausblick für euch. Es gibt nämlich natürlich auch Clubauflagen aus anderen Ländern. Unter anderem diese Thriller-CD, die habe ich euch irgendwann schon mal gezeigt. Das ist eine Thriller-CD aus Japan. Die kam ohne Obi-Streifen, hat aber auch so einen besonderen Barcode. Das ist auch so eine Clubauflage und hier irgendwo genau hier oben steht auch das Logo bzw. ein Schriftzug The City Club, so heißt dann also dieser Club. Und auch die CD sieht ein bisschen anders aus als andere CDs aus dieser Ära. Die kommt hier übrigens aus der History-Ära. Und natürlich gibt es auch nicht nur CDs als Club-Edition, sondern auch Schallplatten. Ich habe hier zum Beispiel mal eine Schallplatte vom Thriller-Album. Das ist eine europäische Pressung, wo hier auf der Rückseite oben steht Club Edition. Also ein bisschen transparenter, wo man nicht so viel recherchieren und andere Sammler fragen muss, um herauszufinden, dass es eine Clubauflage ist. Da steht es einfach direkt drauf. Ist ansonsten aber auch eine ziemlich normale Pressung des Thriller-Albums, eben mit Gatefold-Cover, Tracklist, alles normal. Und ich glaube, auf den Labels, ich gucke gerade mal hier drauf, steht auch gar nicht mehr, dass es eine Clubauflage ist. Das müsste man dann vielleicht über die Katalognummer herausfinden. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das da einen Unterschied gibt. Ja, vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Ich bin tatsächlich sehr stolz natürlich auf diese Sachen, vor allem weil ich auch diese Informationen mir irgendwie so selber zusammengesucht habe und Leute gefragt habe und das nicht so Informationen sind, die es
so auf Discogs oder so gibt. Da habe ich diese CDs bisher alle nicht gefunden. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was dazu lernen, beziehungsweise fandet das interessant. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mal kommentieren würdet, wie ihr das fandet, ob ihr das interessant fandet, ob ihr davon schon wusstet oder ob ich euch was völlig Neues erzählt habe. Gebt meinem Video auch sehr gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.